In den nächsten 48 Stunden werden wir nur das essen, was wir hier vom Boot aus fangen oder an den Ufern des Flusses finden. Fische, Pilze, vielleicht Wildkräuter. Wir durchqueren 2 weitere Länder, fahren über 300 Kilometer, schlafen hier auf dem Boot. Viel Spaß mit dieser Folge River Tour. Let's go! Guten Morgen. Ihr werdet euch wundern, aber es ist wirklich so. Becky ist auch schon wach. Klar, Ja, bin topfit. Also topfit ist was anderes, würde ich sagen. Wir haben einen straffen Zeitplan. Wir müssen das Boot mal kurz checken lassen in Köln. Da kommt Rheinland-Boote vorbei. Dann haben wir heute ein Community-Event. Wir haben gestern gesagt, dass wir in Düsseldorf halten. Und dann müssen wir noch nach Holland fahren und Fische fangen, damit wir überhaupt was essen. Becky, wir haben einen straffen Zeitplan. Deshalb direkt jetzt Let's go! Zelt abbauen und dann geht's los. Ja, ja, ja. Ziehst du kurze Hose an? Wird, glaube ich, sehr warm. Nee, ich ziehe meine Summer Pants? Summer Pants an. Meine Summer Pants, das ist geil im Sommer. Schön dünn, schön flatterig, genau perfekt. Wenn man so Currypike hat wie ich, das Storchen meine, wie eigentlich jeder hier auf dem Boot, Quatsch, Alter, ich habe richtig durchtrainiert. kann man damit das schön verdecken. Ich meine, du skippst jeden Leg Day. Ich meine, Becky ist gut in Form gerade, aber Leg Day hat er auf jeden Fall nicht gemacht. Und Markus sowieso nicht. Markus, deine sind zusätzlich auch noch Käse. Gib mal hier kurz die Kamera. Doch, spann mal an. Los geht's. Hast du Bock? Ja, aber ist schon anstrengend. Ach komm. Ich würde noch 1, 2 Spots, die die Bürger uns gegeben hat, hier fischen in Rheinland-Pfalz. Und dann geht es weiter durch Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen skippen wir meistens, weil da darf man leider nirgends vom Boot angeln. Das heißt, wir angeln in Rheinland-Pfalz, machen Stopp in Düsseldorf und Köln und ja, dann geht's ab an die holländische Grenze. Leben auf 12 Quadratmetern, man sieht's, Chaos, geht sogar gerade. Hier werden Sachen getrocknet, da hinten werden Daten gesichert und ja, das muss alles funktionieren. Wir haben aber ein gutes System und ich würde sagen, wir räumen das hier gleich weg, weil so wie es jetzt aussieht, wird es beim Fahren natürlich nicht aussehen, sonst fliegt natürlich alles umher. Das heißt, schnell Zähne putzen, schnell Sachen zusammenpacken, schnell Daten sichern und dann müssen wir schon die ersten Pilze und Wildkräuter suchen, würde ich sagen. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir noch Frühstück machen und was essen, aber wir haben die 48 Stunden noch nicht begonnen. Die 48 Stunden gehen nach unserem Community-Treffen los. Mal gucken, wie das so ist. Um die harte Tour, die jetzt wirklich schon hart ist, 350 Kilometer auf dem Ding schlafen, noch mal ein bisschen härter zu machen. Uns ist gerade aufgefallen, dass wir ein kleines Problem haben. Unser Honig ist leer. Wenn einer aus der Community noch eine Packung Honig hat, am besten eine zum Drücken, ne, dass man die schön dosieren kann, bitte mitbringen. Das wäre total lieb. Wir zeigen uns auch erkenntlich. Ja, und freuen uns auf heute Abend. Bis später, 17 Uhr. So, Becky, was sagst du? Wie viele Honigdosen kriegen wir? Darf ich einen Tipp als erstes abgeben? Ich sag 8. 8? Man kennt unsere Community nicht. Ich sag mindestens 20. 20? Na, ich glaube nicht mal, dass 20 Leute kommen. Das war sehr kurzfristig. Naja, gucken wir mal. So, Becky, jetzt fahren wir los und wir sind natürlich wieder fischgeiler und vergessen, dass wir eigentlich ja Nahrung organisieren müssen. Eigentlich müssen wir jetzt Pilze sammeln. Ja, aber wir haben ja noch ein paar Stunden, bevor es losgeht, deswegen fangen wir jetzt erstmal Fisch. Oder? Gute Idee. Ich würde sagen, am Auslauf machen wir hier mal 2 Würfe. Ja, und dann unten vielleicht die Buhnen noch. Und dann unten noch ein paar Buhnen und dann gucken wir mal. Hört sich nach einem Plan an. Aber ich muss jetzt meine Zanderrute ummontieren, weil die hast du mir gestern zur Aalroute umgebaut. Ja, entschuldige bitte. Du Und wolltest hast auch noch mit meiner Route dann den Aal gefangen. Ja, weil du hast ja keine Lust. Das stimmt auf Aal. nicht. Sei ehrlich, ich war so beim richtig Kochen. Lust hast du nicht auf Nee, Aal. so richtig nicht. Markus. Ja, ne, wer hat denn hier den scheiß Pudding-Kack hin? Ey, Markus. Jetzt übertreib nicht, Alter. Iss mal Snickers, Junge. Haben wir Snickers dabei? Ja, aber Gummitierchen. Ich glaube, die Stelle ist so richtig scheiße, Jungs. Die Stelle? Ja, langweilig, flach, keine Struktur. Fisch. Alter. Noch nicht mal montiert. Großer Fisch? Nee. Brauchen wir Kescher? Scheiße verloren. Echt? Scheiße. Auf was für Köder? Mette. Schade. Erster Biss. Hätten wir schon was fürs
Survival gehabt. In Deutschland auch mal ein Fisch. Naja. Aber ich habe gerade noch gemeckert, oh, der Spot sieht nicht gut aus, strukturlos, viel zu flach. Und dann kam der Biss. War kein großer Fisch, aber war zumindest ein Fisch. Wäre der erste Fisch gewesen. Oh, war das ein Biss. Alter. Was machst du denn da vorne? Alter, hier ist richtig... Alter, war das ein Biss. Junge. Bis ich den ersten Wurf gemacht habe, hast du schon 2 Bisse gehabt, Alter. Bisse kann man nicht braten. Das ist wohl Das wahr. ist ganz besonders für unsere Challenge jetzt schwierig. Da hast du recht. Heute müssen die Dinge auf dem Teller landen. Mann, das ärgert mich so sehr. Von einen gefangen, einen drauf gehabt und dann der zweite Biss war so hart. Meinst du, dass da oben was Besonderes war, dass wir nochmal hinten? Nee, du willst weiter runter, ne? Ich würde ein bisschen Strecke machen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben heute 200 Kilometer vor uns. Ah, ja, mindestens, ja. Und ein Community-Treff und einen schnellen Service-Check. Ja. Und Boxenstopp. Boxenstopp und Äpfel, je nachdem wie wir durchkommen, noch ein bisschen Pilze checken. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch, euch das auch so triggert, wenn jemand Äftel sagt. Äpfel? Ich weiß nicht mehr, was das heißt. Eventuell. Habe ich den Blick hier, guckt, mach mal die GoPro an. Äpfel, die Abkürzung. Äftel ist ungefähr so schlimm wie die Witze, die Markus immer schickt. Ja. Äftel ist schon wild. Aber Äpfel steht an Zander jetzt. Ging nix leider. Dustin hatte 2 Bisse direkt am Anfang. Ja, ein super Biss und einen ja sogar dran und verloren. Und haben jetzt eigentlich echt schöne Buhnen noch abgefischt, aber kam nichts. Wir müssen weiter. Ab nach Köln. Du weißt, dass das alles vorbei ist, ne, bald? Ja, deswegen hau ich mir jetzt noch rein. Ja, auf dem Weg zum Boxenstopp hier auf unserer River Tour kommen wir natürlich auch an vielen schönen Städten vorbei. Eben Bad Honnef, jetzt Bonn. Dürfen wir leider nicht angeln. Aber so ein bisschen Sightseeing ist ja auch immer ganz gut. Ne? Das ist jetzt so Halbzeit, muss man sagen. Und wir haben ganz schön geackert. Wir cruisen mal ein bisschen. Man merkt, der Schiffsverkehr wird viel mehr hier. Ja, und das Wetter könnte auch nicht besser sein für ein bisschen Sightseeing. Aber ich hoffe, dass der Schiffsverkehr jetzt gleich wieder ein bisschen nachlässt, weil so kommen wir nicht so schnell voran. Ja. Geht ja nur hoch und runter, hoch und runter. Ja, geht schon. Also, Markus, anschnallen, weiter. Legendary like my birthplace, it's my time like my birthday. Born ready in the first place, it's a marathon, run your race, don't stop, no. I came in to leave a legacy, no one. So, kurzen Boxenstopp, Halbzeit, Bergfest, Rheinland-Boote.com. Nochmal hier übrigens, wenn ihr auch so ein Boot haben wollt, ihr seht, was für eine Performance das liefert. Rheinland-Boote abchecken, aber die kommen jetzt erstmal und checken das Boot, dass wir safe sind für die nächste Etappe. Und ja, da kommt ja schon jemand. Da sind sie schon. Haben wir Ersatzboot mitgebracht, für den Fall der Fälle. So muss das sein. Willkommen in Köln. Danke. Fahren kann er, ne? Ja, das habe ich schon mal gemacht. Ja, also habe ich ja schon gesagt, Rheinland-Boote checkt jetzt beim Bergfest quasi nochmal, ob alles in Ordnung ist. Genau. Ja, mega. Ob wir weiter düsen können. Boxenstoppo. Boxenstopp. Ey, und es geht so gut, wirklich. Wir haben gerade gedacht heute Morgen, zeitlich schwierig. Also wir haben 14 Uhr gesagt, du warst das Neue, ne? Aber auf die Minute. Nee, pünktlich bin ich immer schon, mein ganzes Leben. Und wir waren noch länger angeln als geplant. Ja, ja. Geil. Also Chaos immer, aber pünktlich war ich schon immer. Und auf den Punkt. Ja. So, wir rufen den Moritz an, weil wir hier beim Boxenstopp mit Rheinland-Boote und Thorsten was gesehen haben. Digga, moin. Moin, was Hallo geht? Moritz. Becky. Becky und ich sind da. Und da hinten der Thorsten, der Liebe, und der Stuart, die machen hier, weißt du, immer Bergfest haben wir Halbzeit, checken nur das Boot durch. Aber du weißt ja, heute haben wir haben noch so ein Community-Event, weißt du, um 18 Uhr. Und danach dürfen wir für 48 Stunden nur das essen, was der Fluss uns gibt. Und wir dürfen, ja, warum? Ey, weil das Schwere noch schwerer machen. Und wir sind ja hier irgendwie, also wir zählen zum Fluss auch das, was am Ufer ist und so.
Und jetzt war ich kurz Pipi machen und habe aus Versehen auf so Pilze gepieselt. Ja, geil. Aber du musst mir sagen, ob man die essen kann. Warte mal. Oh, die sehen doch lecker aus, Moritz. Was ist das denn? Die sind so aufgerissen. Kannst du mal einen rausnehmen bitte und umdrehen? Ach, Scheiße, Mann, das sind Tintlinge. Nee, kannst du nicht. Also, nee, vergiss es. Also, ganz ehrlich, Ja, okay, warte, Moritz. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. für euch echt schwierig, weil Tintlinge und Mürblinge, das... Boah, Alter, und immer mit diesem Handy im Schrank, wo alles krisselig ist. Was ist das? Geh mal näher ran, bitte. Schick dir ein Foto, warte. Das wäre dann ein Pilz. Die meisten Tintlinge kann man essen, darf man aber keinen Alkohol zu trinken. Aber ich meine, Das ist für uns kein Problem. Also, Vecchi ist auf jeden Fall auch ein Tintling, Alter. Das kann ich dir sagen. Wenn du neben dem im Zelt schläfst, weißt du, was der macht. Hast du gesehen? Boah, Alter, ich kann aber nicht mit gutem Gewissen euch irgendwas. Das könnte der wässrige Mürbling sein, weil der auch so einen hygrofanen Hut hat. Aber es ist halt so, also anhand eines Bilds, Diggi, ich will nicht, dass du stirbst. Ich habe vorhin gerade... Ich will auch nicht, dass ich sterbe. Nee, eben. Und ich habe vorhin gerade selber einen Pilz verwechselt. Na okay, dann machen wir das nicht. Aber Moritz, ich sag dir eins. Wir werden dich also spätestens morgen noch mal anrufen, wenn wir in die Büsche gehen. Also Wildkräuter und so werden wir schon finden, oder? Wir werden nicht verhungern in den 48 Stunden. Oh nein. Ich hoffe. Also es gibt auf jeden Fall was. Man muss halt wissen, was. Ja, das Ja, wissen wir aber deswegen halt rufen wir nicht. dich hier an. Ha. Ich bin heute Abend ganz schlecht erreichbar. Nein, ruft an, Alter. Alles gut. Ja, wahrscheinlich morgen. Ja, easy. Geil. Digga. Bin ich morgen nicht erreichbar. Gut. Geil. Meldet euch. Hau rein, danke Moritz. dir. Ciao, Moritz. Dankeschön. Ciao. Ja, das ist doch Tja, schon mal Satz wird X, das war Ja, mal nix. Satz wird X und der klang jetzt auch nicht so euphorisch. Aber was ich sagen muss, was ich wirklich gut finde, ist, dass er jetzt uns nichts erzählt von wegen, könnt ihr essen und danach haben wir Magenkrämpfe. Deshalb haben wir ja einen Experten in der Hand, Genau, damit uns sowas nicht passiert. genau. So, jetzt gehen wir mal zum Wesentlichen, warum wir eigentlich hier sind. Stuart, was hast du alles gesehen? Was hast du alles gemacht? Sehen wir den Spritverbrauch irgendwo, Stuart? 90? Ja, habt ihr gehört, 90 Liter in einer Stunde bei Vollgas. Oh, ich bin happy. Thorsten, vielen Dank, dass das so geklappt hat, dass ihr euch gekümmert habt. Wie gesagt, wenn ihr mal ein Boot braucht, Rheinland-Boote findet ihr in der Videobeschreibung. Statten euch aus, Service ist super. Bin ich jetzt schon viele Jahre. Ja. Und das nächste Boot wird auch von euch sein. Wir sehen uns. Ich glaube, wenn wir es schaffen, nehmen wir jetzt noch einen kleinen Drink in Köln. Mach das mal. Machen wir. Ja. Bevor ihr ins Dorf fahrt, fahrt mal Ja, ja. Das schönste Dorf am Rhein. Am Rhein vor allem. Kannst du mal den Dings da runterklappen noch? Klamper. Ja, genau. Das ist ungefähr so schlimm, als wenn man einen Fender bei Vollspeed draußen hat. Tschüssi! Tschüss, ihr zwei. Vecchi, wir sind eine Viertelstunde früher als geplant. Geil. Sollen wir das noch nutzen, um ein Bierchen zu trinken? Kölsch oder was? Okay. Eins nur? Also ich fahre ja, ich trinke alkoholfrei. Alkoholfrei. Ja, muss ich ja, ich Das fahre ist ja. doch Kölsch, oder? Ein Kölsch ist kein Kölsch. Also ich trinke alt. Ach, das kriegen wir in Köln nicht, glaube ich. Schauen wir mal, was wir finden, oder? Schauen wir mal, was wir finden. Talk, all you want, can you walk that walk when the pressure's really on? Watch me frown, yeah. It's my time, go time, showtime, get on your feet. Jetzt müssen wir nur noch einen Spot finden, wo wir uns festmachen können, das sind. Das ist so geil, wir sind einfach mit dem Bassboot mitten in Köln. Ja. Wir können auch noch Riesenrad fahren, Vecchi. Hätte ich auch Bock. Hier schön in Köln eine Pause, wa? Klar. Steht hier irgendwo Ankern verboten eigentlich? Nee. Anlegen verboten? Kölsch, Kölsch. Erstmal im Biergarten einbrechen. Man wird nicht jünger. Sag mal so. Markus, was denkst du? Markus. Ja, dreimal drunten 03 bitte. Dankeschön. Schönen Tag, danke. Ciao. Ah, siehst du? Ich habe ein alkoholfreies Radler. Bei dir ist Alkohol drin. Veggie? Markus? Cheers, Jungs. Auf einen geilen Trip. Bis jetzt war es saugeil. Ich war ja skeptisch am Anfang, weil ich dachte, ey, Deutschland super schwer, kannst du auch mal nichts fangen. Skandinavien, schönere Natur und so. Aber ich muss sagen, ich bin so begeistert von der Vielfalt des Rheins. Am Anfang klar,
so diese französische Region, dann leichtbergig, dann richtige Berge, dann Sandbänke, dann Buhnen, dann nur großer Fluss. Jetzt Städte, Metropolen, Köln. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Ich bin unfassbar begeistert von diesem Bier hier. Das darfst du den Düsseldorfer nicht sagen. Nicht? Warte Boah, mal. ist das lecker. Ja, in Köln sind wir an einem Biergarten vorbeigefahren und haben die Zeit genutzt, um das Bergfest zu feiern. Eine entspannte Pause, das haben wir uns wirklich verdient, bevor es dann in die nächsten 500 Kilometer geht. Becky, komm. Noch ein Kölsch, oder was? Nee, 57 Minuten haben wir unsere Zeit. Ach so. Eine Stunde brauchen wir, wir wollen ja nicht zu spät kommen. Das Wichtigste ist immer, sage ich euch gleich, wenn ihr in eine Bar geht, Schwimmwesten. Safety first. Ah, es geht. Wir sind zwar alt, aber noch nicht so alt. Das wollte ich gerade sagen. Ciao, danke. Tschüss, Dankeschön. So, jetzt glotzen wir uns noch ganz kurz den Kölner Dom an, Dustin. Warte, Becky. Seil. Oh. Warte, Becky. Und dann geht's ab nach Düsseldorf zur Community. Wenn welche kommen. Stell dir vor, Wenn es kommt welche. keiner. Kann passieren. Ich kenn Unter der unsere Woche, ganz spontan. Und wir haben jetzt auch nicht die größte Stadt genommen. Köln wäre sicher größer gewesen. Aber da ich einen Düsseldorf-Bezug habe und auch noch ein paar Freunde habe, fahren wir da jetzt hin. Aber wir haben eine geile Community. Und wir haben bin eine mir geile sicher, da kommen einige. Und ich bin echt gespannt, wie viele Flaschen Honig wir heute bekommen. Ich habe 8 gesagt, du hast 20. 20, Alter. Becky macht gerade eine wichtige Sache. Wir haben nämlich vergessen, wir dürfen ja hier nicht angeln. Und wir haben die Routen noch montiert auf dem Deck liegen. Das darf man nämlich auch nicht. Deswegen montiert Becky die Köder gerade ab, dass wir keinen Ärger bekommen. Ich weiß nicht, geht's weiter. Killswitch, immer das Wichtigste. Und Schwimmweste natürlich. Vor allem, wenn man mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs ist. Aber auch so passieren genug Unfälle. Man weiß nie, wie es herkommt. Nochmal vielen Dank an Stroff. Ne? Die haben uns nämlich diese guten Dinger gesponsert. Nicht nur geile Schwimmwesten, sondern wir haben auch die besten Schnüre. Das ist das Schöne, hier immer Stau auf den Autobahnen. Das passiert hier nicht. Außer ein Tanker macht es wie im Suezkanal und stellt sich quer, aber die Chance ist nicht so groß. Becky, wir sind da, meine alte Heimat. Ja, hier habe ich mal mit dir im Hotel übernachtet, weißt du noch? Ich im Schlafsack. Du im Schlafsack, ja. Warum eigentlich? Das war Corona-Zeit. Corona-Zeit und wir sind irgendwie total spät nach Hause gekommen. Ja. Oh, das sind wirklich schon Leute, ey. Krass. Oh, da sind echt einige. Alter, was ist denn da los? Leute, da warten einige. Ich weiß nicht, ob die alle zu uns gehören. Falls ja, dann sind es, glaube ich, ein paar mehr, als wir erwartet haben. Ja, aber echt. Aber dann werden wir auf jeden Fall unseren Honig bekommen. Ja. Und vielleicht ein Bierchen. So Jungs, habt ihr mit eurem Post ganz schön was ausgelöst. Viele nervöse, offene Herzen. Ist doch schön. Ja, das ist geil. Hallo. Kannst du stolz sein. Hallo. Was ist mein Guter? Hi, na, wie ist es? Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Alles gut? Ja, Herzlich willkommen in Düsseldorf. Ja, danke. Ich kenne das ja hier. Ach so. Ich habe hier schon mal gelebt. 7. Und was habt ihr gewählt? Wie viel Honig? Ich habe 8 gesagt, Becky hat 20 gesagt. Oh, danke. Oh, geil. Dann, Dankeschön. Ey, guck mal, danke. Oh, das ist ja krass. Guck mal, hier nächst, dann kommt ein Tackle Pecan. So muss das sein. Leute, Nachschub. Also hier kommt ein Zelt hin und da kommt ein Zelt hin. Da schläft Markus und Becky und ich schlafen hier. Nicht nur Zuschauer sind spontan gekommen, sondern auch unsere Jungs von Scotty. Und die begrillen unsere Zuschauer. Geile Würste dabei, ein bisschen Radler. Also für Versorgung ist hier auf jeden Fall auch gepflegt, dank Scotty. Warte, dann nehme ich die Wurst in die andere Hand. Becky?
Noch nicht noch mehr Zucker, Jungs. Dankeschön, danke. Guck mal, das macht unseren Kameramann besonders froh. Hält bis heute Abend. Das hält mir maximal. Aber hey, weißt du, was eigentlich ab nachher ist? Ja. Ach ja. Wir kriegen jetzt hier gerade so viel Zeug. Ja. Oder? Ist voll lieb von euch, dass ihr uns so viel mitgebracht habt. Wir haben jetzt gleich eine Challenge, 48 Stunden ohne was zu essen. Also ohne, nur was der Fluss uns hergibt. Also Krebse, Fisch. Am Fluss können wir auch Pilze suchen und so, aber... Schmeißen wir die Haribos halt ins Wasser. Nee, wir haben ja danach noch 2 Tage. Da können wir dann alles nachholen. Jetzt gerade mal Halbzeit. Wir haben Spending money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change. Come on. noch mehr Süßigkeiten. Pop a bottle, about to make it rain. Give me something to celebrate. Come on. Ganz kurz. Alles, was wir nicht brauchen, 1, bitte als 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. 8 Stück. I just feel so Natürlich geil, dass Scotty hier so kurzfristig eingesprungen ist. Ihr habt gesehen, wir kochen alles mit Scotty. Perfekter Match. Ich meine, auf dem Boot und generell Outdoor. Kleines Packmaß. Super easy. Perfekt. Perfekt, Dankeschön. So, dir geht's besser? Die letzte Mahlzeit vor unserer Challenge. Hier gibt es 2 verschiedene Größen von den Schaufeln. Sehr sensible Spitze. Der wird so fast suspending ganz langsam auftreiben. Zweimal selbstgeräucherter. Kann man den einfach so essen, wie er ist? Vielen lieben Dank. Leute, wir werden hier verwöhnt, das ist unglaublich. Das Boot geht bald unter, wenn wir hier noch mehr Geschenke und Mitbringsel verstauen. Boom. Donna, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, ciao. Ciao. Also vielen Dank, Männers, dass ihr da wart. Wirklich. Wir melden uns bei dir. Jetzt geht's weiter. Schlafplatz finden. Geiles Community-Event. Coole Leute da gewesen. Wirklich richtig geil. Ich war überrascht. Und mein Tipp mit den 8 Honigflaschen war genau richtig. Machen wir wieder. Muss ich mich geschlagen geben. Ja. Aber dafür gab es auch noch ganz viele andere Geschenke. Von Bier über Radler bis hin zu Snooze, Süßigkeiten. Beste Richtig Community. Geil. Wirklich. Jetzt Besser geht nicht. Geht's ab Richtung niederländische Grenze. Ja. Ciao, danke euch, ne? Ciao. Ciao. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ciao. So, Becky, da haben wir uns wohl verquatscht. Wir wollten wann los? Um 18:30 Uhr. Ja, es ist 21:30 Uhr. Das haut uns im Zeitplan ein bisschen zurück. Aber du weißt auch, dass wir jetzt nichts mehr essen? Ja, wir haben aber ja vorhin noch zum Glück eine Wurst gegessen, bevor es losgegangen ist. Ja. Und jetzt 48 Stunden. Gut, Markus, anschnallen, wir müssen schnell zum Schlafspot. Hopp, komm. sun-kissed in on the beach, feeling the warmth of the summer breeze. Oh, we got electric heat, so come and put it on me. Somewhere in between, you're in my life and you're in my dreams. So I'll say it louder, I could never be without you. Ihr seht es vielleicht, wir wollten schon viel weiter sein. Eigentlich wollten wir jetzt in Holland sein. Aber nachdem wir uns verquatscht haben, haben wir jetzt auch noch technische Probleme. Jetzt können wir höchstens noch so, also wir fahren jetzt nur 50 und wir haben eigentlich richtig weite Strecke noch vor Und uns. es wird ganze Zeit in Anführungsstrichen schlimmer. Ja. Jetzt, wo eigentlich dann alles geil lief, die Fischer haben mitgespielt, wir haben unseren Zeitplan eingehalten und jetzt. Scheiße. Ja, also wir wissen auch nicht, was wir machen. Wir suchen jetzt den nächsten Hafen auf. Wir müssen jetzt Schlafplatz finden. Wir können uns jetzt nicht um andere Sachen kümmern. Wir müssen darum gucken, dass wir das Boot irgendwie hinkriegen. Und wir hoffen, dass es wirklich nicht das Ende der River Tour ist. Das wäre die absolute Katastrophe. Um es nochmal besser zu verstehen, also irgendwas ist mit dem Motor drin kaputt. Wir können zwar noch fahren, aber nicht mehr schnell. Das heißt, bei Tankerwellen kann man auch nicht mehr richtig reagieren, Gas geben und aus der Welle raus beschleunigen. Das heißt, es ist auch total gefährlich. Ja, bis jetzt ist es gut gegangen, aber man weiß natürlich auch nicht, wie lange es geht und ob der Motor nicht bald total ausfällt. Oh, wir sind jetzt angekommen. Wir konnten wirklich nur ganz langsam fahren und immer wenn ich zu sehr in die Drehzahl gekommen bin, hat der Motor ausgesetzt. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er jetzt komplett... Ja, du hast es geschafft. Wir sind zwar viel später hier angekommen als geplant, aber ja. Wir sind dann Aber man stellt sich vor, bei den ganzen Tankern, der Motor fällt aus. Dann musst du schnell zum E-Motor oder so. Das ist absoluter Worst Case. Es ist so gefährlich da draußen, vor allem nachts.
Naja, wir gehen mal vom Besten aus. Während wir jetzt den Schlafplatz suchen, habe ich natürlich nochmal Rheinlandboote angerufen. Die haben gesagt, die wissen auch nicht so richtig, was es ist, haben natürlich viele Ideen, was es sein kann, aber um genau was sagen zu können, müssen sie vorbeikommen. Ob das klappt, steht in den Sternen. Oh, ich bin erstmal froh, dass wir hier sind, ey. Ich bin auch happy, ey. Der Tag hat mich ganz schön geschlaucht, ey. Die Sonne, das Brezeln, nicht angeln. Stress, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Naja, gut, Sachen noch schnell aufbauen. Müssen wir mal gucken, ob wir morgen überhaupt weiterkommen. Ne? Dann sind wir hier gefangen, würden ein bisschen Uferangeln erstmal machen, oder? Das kann man tun. Und vielleicht mal hier in den Wald oder in die Bäume gehen. Vielleicht finde ich mir irgendwas Essbares. Ja, das ist gut, das ist gut. Boah, ich will unbedingt eincremen. Nachdem Creme. wir heute Morgen die Sonnencreme vergessen haben wir einen ganz schönen Sonnenbrand. Vielleicht kann ich dem noch ein bisschen entgegenwirken mit so Feuchtigkeitscreme. Mit der Feuchtigkeitscreme. In der Natur, in der Wildnis. 48 Stunden nur das essen, was der Fluss uns gibt. Aber mit der Feuchtigkeitscreme den Sonnenbrand entgegenwirken. Ja, okay. Hey, wir legen uns jetzt in eine Koje, ins Zelt, schlafen und sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Hoffentlich. Ja, das ist das Problem. Becky hat ein Zelt in seiner Größe bestellt. Tja. Na gut. Machen wir halt so zu, ja, auch kein Problem. Jetzt wird geschlafen. Schlaf gut. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns auch heute Nacht. Ja, leider. Oh, mal eine Nacht alleine wäre auch nicht schlecht. Jetzt haben wir schon wieder 1 Uhr. 1 Uhr? Sie. Also ich würde sagen, spätestens aufstehen 8 Uhr. Ja, das ist okay. Gut. Gute Nacht, Markus. Alter, bin ich platt. Morgendlicher Wegservice. Becky. Becky. Oh, unsere erste Aufgabe wird jetzt erstmal sein, zu klären, was wir mit dem Boot hinkriegen. Ob wir es hinkriegen. Es gibt eine Planänderung. Der Stuart hat mir gerade geschrieben, dass ich ihn anrufen soll und er vielleicht was mit dem Trim hat. Das wäre optimal, weil dann müsste er nicht herkommen und wir könnten vielleicht so direkt weitermachen. Wenn nicht, müssen wir hier warten. Ja, bestimmt noch bis 12 hat er gesagt, dass die herkommen und dann noch 14 Uhr, ehe die was machen und so weiter und so fort. Deswegen werden Becky und ich die Zeit nutzen, Wildkräuter suchen, Pilze suchen, da vorne vom Ufer angeln. So, Becky, komm, ich rufe mal den Stuart an, ja? Ja. Dustin, moin. Moin, Stuart. So, jack dein Jackplate einfach auf maximal hoch erstmal. Trim full down and press the plus button. Außerhalb der, genau. So, Ja, jetzt beide lange drücken bis genau. Calibration. Er geht ganz kurz in diesem Hochklappmodus und dann stoppt er aber. Aber immerhin zeigt jetzt wieder Anzeigen. Offensichtlich haben wir es gerade ein bisschen verbessert. Das hat schon mal geholfen, die Ideen, welche Teile wir jetzt noch mit einpacken. Alles klar. Ich gucke dich in 15 Minuten an. Bis gleich. Ciao. Eine kleine Verbesserung, aber so richtig weitergekommen sind wir auch noch nicht. Und jetzt kommen die Jungs wirklich aus Köln hier 2 Stunden hergedackelt oder 1,5 Stunden und helfen uns das zu reparieren. Das ist total nett, weil sonst ist die River Tree am Ende. Becky weiß noch nichts von seinem Glück, weil der pennt tatsächlich noch. Ist vielleicht auch besser so. Mir geht gerade wirklich die Pumpe, ey. Wenn das jetzt das Ende der River Tour wäre, wäre das schon echt scheiße. Erstmal hier klar Schiff machen und einen Fisch fangen, weil zum Mittag will ich was essen. Wenn ich Frühstück schon skippe, dann zumindest zum Mittag. Los geht's. Becky, Jo. komm, Gas geben. Jo. Wir haben viel zu tun. Wir müssen eine positive Energie haben. Good morning. Das ist das Wichtigste. Als wir herumgehen, hier das Boot zu reparieren, da lag er in der Kohle und hat gepennt. Das ist er, der Becky. Wie er lebt und lebt. Prioritäten müssen gesetzt werden. Merkt euch das. Das ist eine gute Weisheit von Felix Weckesser. So, ich gehe jetzt baden. Mir ist nämlich arschkalt. Arschkalt. Mir ist überhaupt nicht arschkalt, mir ist total heiß und ich fühle mich total durchgebrutzelt von gestern. Also ab ins Wasser und dann geht's ab. Hoffentlich einen Fisch fangen, Pilze suchen, geiles Mittag kochen nachher noch.
Und dann hoffentlich ist das Boot wieder ganz. Weil wenn nicht, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist die River Tour hier vorbei. So, los Becky. Also du machst ja dein Zeug, ich gehe jetzt baden. Und ich habe gerade gesagt, ich wollte schon immer mal in Duisburg-Marxloh ins Wasser gehen. Das hat man nämlich die beste Wasserqualität, glaube ich. Also Öko-Shampoo merkst du direkt, da passiert nicht viel mit Schaum im Kopf. Ne? Kimme und Korn muss natürlich auch gereinigt werden. Nachher kommt die Wallermutter zurück von dem Waller, den wir geärgert haben, Becky. Du meinst den Waller, den du getötet hast? Zwickt dir in deinen kleinen Wo? Viel hilft viel. Ist so. Sagt man immer, wa? So, Becky, komm. Schnell. Aufräumen, Fische fangen. Los geht's. So, alles zusammengeräumt. Jetzt fahren wir in den kleinen Hafen, wo wir gleich die Jungs von Rheinland-Boote treffen. Die brauchen aber noch ein bisschen. Deshalb werden wir in der Zwischenzeit am Ufer hier ein bisschen losziehen. Wir haben uns eine Tasche fertig gemacht, die Naceback. Und vielleicht kriegen wir schon unseren ersten Fisch noch hier in Deutschland vom Ufer. Aber der Plan war ja total anders. Wir wollten gestern noch unseren Fisch fangen und alles gut. Das müssen wir jetzt alles machen, weil das Boot nicht mehr mitgespielt hat. Also, Becky, welche Route nimmst du mit? Ganz rechts. Nur die? Sie. Weniger ist mehr. Ich nehme nur eine mit und eine Dose Snooze. Ich würde sagen, Mittagessen fangen. Hier rum, oder? Ich wünsche mir einen Zander, einen leckeren. Ich würde auch einen Barsch essen. Man muss natürlich jetzt auch sagen, Beste Zeit schon wieder vorbei. Ja, beste Zeit ist vorbei und ich habe auch das Gefühl, bei der Hitze, ey, froh, wenn überhaupt irgendwas beißt. Becky, guck mal, das sieht hier schon so aus, als ob das auch Wildkräuter wären, die man essen könnte. Da müssen wir uns gleich noch mal schlau machen. Rufen wir Moritz an und gucken mal bei Google. Da oben sind noch, ist so ein bisschen ein kleiner Wald. Ja, genau, könnte auch ein Pilz sein. Deswegen lasst uns jetzt aber auch mal beim Laufen zum Spot auch mal gucken, ob wir einen Pilz sehen. Ja. Kurze Hosen waren vielleicht auch wieder die beste Idee hier. Nicht. Ach, scheiße. Oh, da vorne ist schon das Wasser. Ja, gut. Das war's. Feierabend? Feierabend. Ab durch die Hecke. Ja, ich gehe zurück. Ich fange doch mit dem Mette an. Never change a winning team. Du sagst es, deshalb setze ich auch auf den Predator. Boah, ich habe jetzt Bock, ey, wieder angeln. Geil, nachdem wir gestern ja kaum geangelt haben. Boah, hast du mir einen Haken reingehauen, Becky? Nee, da waren so Mücken Ja oder doch, so. aber dadurch habe ich nicht. Achso, du dir selber? Nee, weil du mir den Arm runtergehauen hast. Entschuldigung. Habe ich mir die ultrascharfen BKK-Dinger reingehauen. Also, lass mal kurz eine Bett abschließen. Wie viele Fische? Hier? Ja. Ich hoffe einen. Ich sag 2 und wie viele Hänger? Abrisse? Ich hoffe 4. Ich hoffe keinen. Okay, let's go. Immer. Okay, First Cast. Wassertrübung sieht eigentlich ganz geil aus, findest du nicht? Ja. Alter, das ist tief. Ja, du hast ein bisschen mehr in die Strömung geworfen als ich. Ja. Fisch on. Erster Wurf. Geil. Geil. Yes, Leute. Das könnte schon Unser Mittagessen sein? unser Mittagessen sein, wenn er groß genug ist. Fühlt sich jetzt nicht riesig an, aber auch nicht ganz klein, muss ich sagen. Ist das geil, Becky. Ah, wenigstens etwas Ein läuft. Zander. Ja. Der ist leider zu klein, glaube ich, oder? Ja. Leute, erster Wurf. Direkt ein kleiner Zander. Auf dem Predator, 3,5 Inch, 10,05. Einfach, das Ding funktioniert immer. Ja, Becky, geil, aber leider müssen wir uns auch an die Mindestmaße halten. Also unser Mittagessen ist es noch nicht. Der Kollege ist leider untermaßig, deshalb darf er direkt zurück. Goodbye. Oh, Biss. Biss? Guter Biss, ja. Aua. Boah, Leute, das geht schon mal gut los. Mitten in Deutschland, einfach random irgendwo hingegangen. Erster Wurf Zander, so kann es doch laufen. Guter Biss, ey. Boah, Waller. Nee, oder Brasse, der gehackt. Boah, ey, das ist, glaube ich, die größte Brasse, die ich je gefangen habe. Junge, was ist das denn für ein Monster?
Ich sag's dir, hättest du nicht, wäre das jetzt abgegangen, hätte man gesagt Wels, weil der Schleim da dran ist. Ja. Oder? Alter, ich glaube wirklich, ich habe schon ein paar große Brassen gefangen, aber so groß. Leute. Was ist das für ein Vieh? Ich glaube, das ist meine größte Brasse, die ich je gefangen habe. Alter, die hat, wie viele Zentimeter hat die? Man kann das schlecht schätzen bei der Höhe, gell? 60 vielleicht? 60? 65? Die wiegt bestimmt 3,5 Kilo. Echt? Ja, die ist Wahnsinn. unglaublich schwer. Boah, ey, was für ein Vieh, ey. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen. Und die Finnen an. Crazy. Gesundheit, Markus. Nicht schlecht. Schon mal ein bisschen Action, ist doch gar nicht so schlecht. Meine Hände sind voll eingeschleimt. Ja, meine Schuhe jetzt auch, aber ist nicht so schlimm. Stinkt das alles. Ich bin froh, dass die nicht abgegangen ist, weil ihr wisst, wie es ist. Wenn man dann den Schleim hier sieht, dann denkt man, oh, das war der Wels. Das war garantiert der Wels. Es gibt jemanden übrigens, den habt ihr auch schon gesehen, der hat das so hochgeschoben und dann weggegessen. Aber so hart drauf wie der bin ich dann nicht. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Becky, danke, dass du die präsentiert hast. Bin ich jetzt nicht ganz undankbar, dass du die Brasse in der Hand hattest. Der Hobel wiegt echt nicht gut, ey. Stimmt. Komm, wir fangen jetzt dafür noch einen dicken Zander, okay? Das ist ein Plan. Ich wechsle jetzt noch mal den Köder, in der Hoffnung, vielleicht noch einen kleinen Barsch hier zu kriegen oder so. So ein Speisebarsch, so ein 30er oder so. Weil die schmecken natürlich auch sehr gut. Ey, Schiffe nerven ja sowas Ja, aber von. die ziehen das dann so raus, ne? Mhm. Da fährt ja ein Kahn nach dem anderen. Fisch, aber klein. Aber vielleicht das, was ich gehofft habe, der Barsch. Dann hätten wir was zum Mittagessen. Das ist er aber. Ein Babybarsch. Das ist aber ein Barsch zum Essen, oder? Ja. Das wollte ich machen. Ganz so mini ist der gar nicht. Nö. Hey, der ist super. Ja, lass den essen. Hier in Deutschland von der Buhne, würde ich sagen, so ein 30er Barsch. Den essen wir, oder? Den essen wir. Nehmen wir mit. Hey, ich habe es gerade noch gesagt, mein Plan ist es, auf Barsch zu wechseln, kleineren Köder. Und da ist er. Sehr gut. Aber wenn wir noch 2 Barsche von denen haben, dann hätten wir eine geile Mahlzeit. Und dann würde der Kameramann auch was bekommen. Ja, sonst muss er leider mit leiden. Markus, ist das okay für dich? Ja. Ja? Wirklich? Ziehst du mit? 48 Stunden nichts zu essen? Nur Kräuter und was wir finden? Muss ich ja. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Nee. Vielleicht finden wir auch irgendwelche Bäume, wo was wächst. Apfelbaum, Kirschbaum, ich weiß zwar nicht wann Ich und habe wie. voll die Apfelallergie, aber vielleicht hat Stimmt, man du hast das. eine Apfelallergie. Aber vielleicht hat man das nicht, wenn die nicht gespritzt sind. Ich weiß es nicht. Obwohl ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Was passiert, wenn du einen Apfel isst? Oh, schwillt an der Hals und juckt und kratzt. Ey, ich sterbe jetzt nicht, aber es ist schon sehr nervig. Fisch? Ich weiß es noch nicht. Noch habe ich nichts gehört. Ja, Fisch. Gar keinen Biss gemerkt. Und aber ein Barsch sein. Das wäre geil. Der ist ein Zander, Ah, aber der ist größer, der hat Maß. der ist größer. Der hat Maß. Jawohl, Becky. Da ist unser Mittagszander. Lass ihn jetzt nicht entkommen. Ich habe Hunger. Jawohl, Becky. Schöner 50er Zander. So, Leute. Hier ist unser Mittagessen und da kommt eine Welle, passt aber. Krass, was geht ab an dem Spot hier, das Ja, mega. Wir brauchen das Boot nicht mehr. Und der wird uns schmecken. Der wird uns richtig schmecken. Leute, heute gibt es eine klassische gemischte Rheinplatte mit Zander und Barsch. Herrlich, ich freue mich gleich aufs Essen. Jetzt in der Euphorie mit den Fischen, was wirklich geil ist und so viel Spaß macht, vergisst man natürlich immer, es kommt aber von unten dann immer hoch und holt dich wieder ein, dass der Trip ja jetzt auch zu Ende sein könnte. Wenn die das nicht hinbekommen, die Jungs, können wir nicht weiterfahren, dann müssen wir überlegen, was wir machen. Vielleicht wandern wir dann, Becky, bis zur Grenze. Ehrlich gesagt will ich mir darüber gerade gar keine Gedanken machen. Aber wir sollten uns schon Plan B machen, weil abbrechen ist ja dann auch keine Option. Ja, aber wir können ja nicht zu Fuß weiter wandern, bis ins Rheindelta. Nee. Naja, bis ins Rheindelta sowieso nicht, aber na gut, let's cross the bridge when we get there. So, deswegen jetzt genießen wir erstmal noch, bis die Jungs da sind. Eine Stunde haben wir noch, ein paar Fische fangen. Was wir aber nicht vergessen dürfen, wir müssen auch noch Beilagen finden.
Fisch an. Oder? Ja, wird schon mehr sein. Ja, aber warum merke ich keine Geht dann Bisse? nach rechts. Ja, 15 Gramm, die sauen hier unten ein. Das sieht größer aus, oder? Ja, ist auf jeden Fall ordentlich Widerstand. Ah. Und der nächste Zander. Aber, Bisschen kleiner wieder. ja, der hat sich nur draufgelegt, deshalb. Ja. Ich habe keinen Biss gemerkt. Der hing einfach. Leute, der nächste maßige Zander. Und somit haben wir, glaube ich, ein richtig üppiges Mittagessen, wo auch unser Kameramann von satt wird. Krass, ey. Und zu mir haben die alle gesagt, hier in NRW, Zander tagsüber am Rhein, keine Chance. Leute, 4 Fische jetzt mit dem Nace Predator gefangen am BKK Round Elite Chickhaken. Der Haken ist nach 4 Fischen und 2 Hängern immer noch scharf wie frisch aus der Packung. Findet ihr natürlich alles bei mir im Tackle Peak Shop, wie auch die meisten Produkte, die wir hier in unseren Videos verwenden. Und jetzt fangen wir noch 1, 2 Fische und dann geht es auch schon ab zum Mittagessen. Beziehungsweise zu den Jungs von Rheinlandboote, wenn die gleich da sind. Ich will mir seit einer halben Stunde einen Snooze in den Mund schieben, habe aber ganze Zeit Fischhände. Ja, ja, du Armer. Ja, das ist auch scheiße. Zählt das dann eigentlich, muss das nicht eigentlich auch weggesteckt werden? Eigentlich ja. Doch. Nein. Doch. Nein. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr glauben würdet. Das ist ja kein Nahrungsmittel, das ist ja nur für einen Spaß. Ja, Nahrung ist auch oft für einen Spaß. Was meinst du, warum der sich die ganzen Gummitiere reinpfeift? Ja, das hat nichts auch mit normaler Ernährung zu tun. Nee. So, Becky, das ist der letzte Wurf. Die haben gerade angerufen. Stuart kommt von Rheinlandboote und checkt's und hat alles dabei. Alles, was mit der Tankleitung sein könnte, Sensorik für den Motor, für den Trim. Und deswegen gehen wir jetzt mal dahin. Und ich hoffe wirklich, dass er den Fehler findet und wir weitermachen können. Ich gucke mir, die Fische spielen mit. Ja. Das Wetter ist in Anführungsstrichen gut, auch wenn es uns ganz schön zusammenbrutzelt. Ja, ja. Zusammenbrutzelt. Ja. Ja, komm. Wir packen die Fische ein. Vielleicht finden wir auf dem Heimweg noch irgendwas Essbares. Ich hoffe ja immer noch auf einen Apfelbaum. Ein Apfelbaum? Ja, das wird schwer, glaube ich. Ich muss sagen, ich liebe diese Tasche hier, Becky. So praktisch. Die ist geil und man kriegt echt viel unter, gell? Ja, so eine kleine Tasche für eine kurze Ufer-Session, perfekt, ey. Und dreimal darfst du raten, wer sie daheim gelassen hat. Du. Ja, leider. Ich habe gedacht, ich muss mich so begrenzen, dass ich nicht noch... Aber die ist doch leer, nimmt die doch gar keinen Platz weg. Hast wohl recht. Also gar nicht. Steinpackung Kraxeln hasse ich. Ich glaube, meinst du, das machen wir auch noch, wenn wir 60 sind? Steinpackung Kraxeln? Ja. Die Sache ist, wenn du 60 bist, bin ich 70. Ey, Pilze! An Totholz. Gleich Handy raus, Moritz anrufen. Schon geil, wenn man so einen persönlichen Pilzberater zur Hand hat, gell? Ja. Becky, ich erreiche Moritz nicht. Ich würde sagen, wir nehmen den Ast auf jeden Fall mit zur Artenbestimmung. Nimmst du die mal bitte? Ja. Die sehen echt gut aus. Oder? Also ich finde, die sehen fast sogar essbar aus. Markus, 50 €, wenn du es jetzt schon probierst. Einen. Nein, ich will mit euch ja die Tour noch erleben, Alter. Ich hoffe, die anderen Mücken sehen das, damit die wissen, was passiert, wenn die weiter so mit uns umgehen. Das ist also, wenn man 120 fährt, da gibt es auch mal ein paar kaputte Mücken und Fliegen. Aktuell brauchen die Fliegen keine Angst vor uns haben. Ja, aktuell nicht. Aktuell überhaupt gar nicht. Abmarsch. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fische hier über Bord gehen? Wenn die jetzt runterfliegen, habe ich so ein Problem. Nicht nur, weil ich da nichts zu essen habe, weil dann der Lange vermutlich aus der Haut fährt. Was aber auch nachvollziehbar wäre. Guck mal weg, hier stehen die Barsche. Ja, eindeutig. Sieht man auf dem Explore-Gerät schon sehr geil auf dem Sidescan. Ja. Ja, vielleicht angeln wir ein bisschen auf Barsch, während Stuart uns den Motor hoffentlich wieder fixt. Erstmal ein paar Proteine reinhauen, mein Freund. Stimmt, wir müssen erst was kochen. Hallo Stuart. So, drauf sind wir schon mal. Guck mal, ob die Schraube passt das. Sag mal, wie viel Platz noch ist das? Ich sehe es nicht, ich sehe die Finne noch nicht. Jo, passt. Passt! Boot ist jetzt auf dem Anhänger. Stuart wollte das Boot rausziehen, weil er da besser arbeiten kann. Sonst hätte er mit der Warthose im Wasser arbeiten müssen. Und so ist die ganze Nummer leichter für Stuart. Ja, müsst ihr uns die Daumen drücken, dass Stuart das jetzt irgendwie gefixt bekommt. Diese neuen Motoren sind halt auch Technik pur und
Da kann auch sein, dass da irgendein Softwarefehler, also irgendein Fühler kaputt ist und man kann nichts machen. Wir werden sehen. Du, ich glaube, also der ist ja blockiert, ab einer bestimmten Drehzahl weiter zu trimmen. Weil wenn ich langsamer fahre, so Standgas und ein bisschen Gas noch gebe, kann ich hochtrimmen. Sobald ich aber oben bin, weiß nicht, sobald ich aber gleite, kann ich nicht mehr hochtrimmen, kann ich nur noch runtertrimmen. Das heißt, wenn ich einmal ganz unten bin, komme ich nicht mehr hoch, gar nicht mehr. Das Einzige, was wir denken, es sein könnte, ist die Sensor, der sagt, ob es im Gang ist oder nicht. Aber wenn du nicht im Gang bist, kannst du nicht mehr aus 2500 Gas geben. Dann springt der Drehzahlbegrenzer rein. Du brauchst jetzt 1,5, 2 Stunden. Dann hoffen wir, ist es gefunden, das Problem. Wir kümmern uns in der Zeit ein bisschen um unser Essen. Also erstmal bestimmen, ob die Pilze die richtigen sind. Dann gucken, dass wir die Fische filetiert bekommen. Und dann kommen wir hoffentlich aufs Wasser wieder. Und wenn es noch länger dauert, würde ich sagen, machen wir da auch noch mal ein paar Würfe. Da sah es ja echt gut nach Barsch aus. Auf jeden Fall. Ja. Ich bereite mal unsere Outdoor-Küche to go vor. Okay, ich filetiere die Fische. Okay, gibst du mir ein Messer? Jo. Hast du Kondome dabei? Ich habe die nicht eingepackt. Scotty hat die uns eingepackt. Scotty hat die uns eingepackt. Wen willst du denn hier tindern auf dem Rhein? Ey, ich weiß nicht, was die für Vorstellungen haben, was wir hier treiben. Aber die haben uns davon einen ganzen Schwung eingepackt. Einer weniger, der mit ist. Ja, also 2 auf dem Boot sind hier vergeben. Also für die ist es bestimmt nicht. Dein Werkzeug. Merci beaucoup. Ich gehe aber in den Schatten. Das ist mir hier zu heiß. Obwohl, als erstes würde ich sagen, rufen wir mal Moritz an. Ah, Markus, danke, dass du die Fische genommen hast. Die sind ja schon durch. Die brauchen wir gar nicht mehr braten. Jo. Guck mal, was wir da schon haben. Gerade im Rhein gefangen. Vom Ufer. Zander und Barsch. Und dann haben wir das gefunden hier. Riechen ganz süß und lecker, muss ich sagen. Sind das die du mir geschickt hast? Ja. Genau, das sind wahrscheinlich diese Sägeblättlinge. Das Ding ist halt echt bei so einem Pilz, ne? Wie ich dir halt einfach gesagt habe, das Ding ist einfach, das ist halt nicht so ein Stani-Pilz, wo man aber sagen kann, jo, alles klar, ja. So eine Pfanne. Wenn du mir einen Gefallen tun könntest, ja. Nimm mal einen Hut, schneid den Stiel ab. Ja. Und leg den irgendwie, ich weiß nicht, habt ihr irgendeine Unterlage, wo du den mal eben eine Stunde oder eine halbe Stunde oder so hin drauflegen kannst, am besten auf eine dunkle Unterlage, eine dunkle Box oder so, dann machst du am besten noch ein Glas drüber, dann fallen die Sporen raus und dann kriegst du einen Sporenabdruck und der muss weiß sein. Und wenn der weiß ist, dann ist schon mal ein Haken dran, weil dann ist es der richtige Pilz mit der richtigen Sporenfarbe. Das ist halt voll wichtig für die Bestimmung. Mach ich, Dicker. Dann würde ich jetzt mal die Fische filieren, mach das und melde mich später bei dir nochmal. Mega geil. Danke, Moritz. Ihr sagt nochmal. Tschüss. Tschüssi. Ciao. So. Oh. Sitz. Warum jetzt ein Sitz? Bequem ist nicht, ne? Wir sollen es auf eine gerade Fläche legen und in Schatten. So rum muss der eine Stunde liegen. Eine Stunde? Halbe Stunde, so und das dann da drüber. Genau, weil der Wind darf nicht weg. So. Was sagst du so? Wir werden sehen. Ich werde jetzt hier mal schnell unseren Zander filetieren, Alter. Der ist ja schon gebraten auf jeden Fall. Schnell den Scotty aufbauen. Und dann wird hier gleich gebrutzelt, Jungs. Und Mädels. Und schon sind wir eigentlich startklar. Ich muss nur schauen, dass ich den Grill noch ein bisschen gerader hinstellen kann, weil mit der Plancha ist es immer besser, wenn er gerade steht, weil wir dann ein bisschen Öl reintun, damit nichts anbrennt. Ich suche mir mal ein paar Steine. Ich schneide das gleich in passende Portionchen. Das war auch das richtige Wort. Portion ist was anderes. Das sind echt Mini-Teile. Wie läuft's? Läuft okay. Das hat eine kleine Stichflamme gegeben. Ich glaube, meine Augenbrauen sind ein bisschen kürzer jetzt. Ist er jetzt an? Ja. Hast du das gehört, Markus? Ja. Wir haben alle Richtige gehört. Explosion. Puff. Deshalb nie den Kopf
über den Grill lehnen, wenn man anzündet. Nicht so das riecht ja auch sau nach Gas jetzt. Ja, ich habe eine kleine Explosion da veranstaltet. Gutes Filet, oder? Ich würde mal sagen, hier ist der Werbespruch von Scotty sehr, sehr passend für uns. Just grill anywhere. Ich glaube, hier hat vor uns noch nie jemand gegrillt. Einfach in einer, was ist das? Keine Ahnung, wie man das betitelt. So ein Durchfluss, so ein Rohr. Durchführung, Unterführung, Einführung. I don't know. Ja, hier hat noch nie jemand gegrillt. Aber da hat schon mal einer hingeschissen, glaube ich, da drüben. Deshalb habe ich den Grill lieber auf der Seite aufgebaut. Scotty ist warm. Vielleicht noch ein bisschen runterschrauben. Ich habe gelernt, dass man gar nicht so viel Hitze braucht für Fisch. Ich habe nur Angst, dass ich ihn ausmache dann. So, jetzt kommt ein Schuss Öl drauf. Ich hoffe, dass ich ihn einigermaßen gerade aufgebaut habe. Oh, Veggie hier richtig im Ghetto. Ja, gell? Habe ich noch 2 kleine Barschfilets. Was glaubst du, was wird besser sein? Am Ende der Barsch oder der Zander? Zander. Vom Geruch war der Zander besser. Aber Barsch schmeckt auch immer gut. Ja, jetzt 2-3 Minuten warten und dann können wir auch schon essen. Reicht, oder? Für uns 3? Ja, safe. Nicht lange, muss man sagen. Vielleicht haben wir ja gleich noch ein paar Fisch. Hat einer hingekackt? Oh. Oh. Nicht hochheben. Wieso? Weiß ich nicht. Nee, ist egal. Noch gar nichts rausgekommen. Gehen wir kurz die Hände waschen fürs Essen, ja? Jo. So, die ersten Stücke sind fertig. Das ist echt so krass, diese Plancha eignet sich so gut für Fisch. Ich hatte die letzten Jahre immer richtig Angst, Fisch auf dem Scotty zu machen, weil ich Angst hatte, dass der anklebt und so. Und deshalb habe ich es bis jetzt eigentlich nie richtig gemacht. Aber jetzt haben wir das erste Mal diese Plancha dabei. Die funktioniert sau gut. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt den normalen Grill aus diesem Grip verwenden werden. Was denn? Jetzt ist das Essen fertig und der Lange ist verschwunden. Entweder er ist beim Angeln oder er besucht gerade Stu oben und schaut, was das Boot macht. Was denn? Ich liebe das ja, wenn man Essen macht und die anderen sind dann nicht da, wenn das Essen fertig ist. Und am Ende heißt es dann so, warum ist denn der Fisch so trocken? Ja, wenn er 3 Stunden auf dem Grill liegt, ist er klar trocken. Ja, ich war tatsächlich bei Stuart. Er hat den Fehler immer noch nicht gefunden, hat aber gesagt, dass er noch weiter sucht. Das ist schon ein extrem doofes Gefühl, wenn man nicht weiß, ob es jetzt weitergeht und ob das ganze Projekt jetzt droht zu scheitern. Wir haben so viel Energie da reingesteckt, das wäre die absolute Katastrophe.